Die chinesische Wirtschaft befindet sich seit vielen Monaten in der Depression. Weil die inländische Nachfrage nach Elektrofahrzeugen eingebrochen ist, müssen die chinesischen Hersteller auf ausländische Märkte ausweichen. Welche Folgen hat das? Im Juni hat Zhong Xiping, Präsident der China Association of Listed Companies, in einer Grundsatzrede erklärt, dass die einzigen chinesischen Automobilhersteller, die mit neuen Energiefahrzeugen Geld verdienen, BYD und Li Auto sind. Alle anderen Hersteller würden auf Zeit spielen und enorme Investitionen tätigen. Weil der chinesische Staat die einheimische Autoindustrie stark subventioniert, können sie sich das leisten. Wir sprechen hier von Hunderten von Millionen Dollar. Neben BYD und Li Auto ist Tesla der einzige westliche Autohersteller, der mit dem Verkauf von Elektrofahrzeugen Gewinn macht. Warum verdient sonst niemand Geld mit dem Verkauf von Elektrofahrzeugen? Fast jeder traditionelle Autohersteller wie Ford, General Motors, Volkswagen, Mercedes und so weiter haben festgestellt, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen anders als prognostiziert sinkt. Weil diese Hersteller anders als die chinesischen nicht massiv subventioniert werden, sind sie gezwungen, die durch die Herstellung von Elektrofahrzeugen gemachten Verluste mit den Gewinnen aus dem Verkauf von Verbrennern auszugleichen. Daraus resultiert, dass sie wenig Interesse haben, zu viele Elektrofahrzeuge zu verkaufen. Vorgenannter Zhong Xiping hat dazu gesagt, dass Elektrofahrzeuge die Benzinfahrzeuge untergraben werden. Er führte aus, dass viele Hersteller sowohl Kraftstoff- als auch alternative Antriebsfahrzeuge produzieren müssten. Aber die überwiegende Mehrheit der großen Autofabriken hat mit Elektrofahrzeugen kein Geld verdient. Darum kam er zu dem Schluss, wenn sie keine Elektroautos bauen, werden sie keine Zukunft haben. Das sei das Dilemma des Innovators. Mit seinen freimütigen Worten hat er die Strategie der chinesischen Wirtschaftspolitik offengelegt. Die chinesischen Marken wollen jedes einzelne Marktsegment besetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind sie bereit, auf unbestimmte Zeit Verluste zu machen. Im zweiten Quartal lieferte der chinesische Hersteller NIO 57.373 Fahrzeuge aus, 144% mehr als im Vorjahr. Der durchschnittliche Verlust pro Auto soll bei $13.750 liegen. Das wären 790 Millionen Dollar im zweiten Quartal. Das wirft Fragen auf. Wie lange kann die chinesische Regierung diese Strategie durchhalten? Verfügen die westlichen Automobilhersteller über die erforderliche Liquidität für den Wandel? Die Situation hinsichtlich der Liquidität und ihrer Fähigkeit, den Wandel zur Elektromobilität zu bewältigen, variiert natürlich von Unternehmen zu Unternehmen. Insgesamt jedoch lässt sich Folgendes feststellen. Die etablierten Automobilhersteller haben in den letzten Jahren solide finanzielle Reserven aufgebaut. Unternehmen wie Volkswagen, BMW und Mercedes verfügen über erhebliche Liquiditätsreserven, die ihnen helfen, in neue Technologien und Produktionsanlagen zu investieren. Sie können die Verluste aus dem Verkauf von Elektrofahrzeugen durch den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor subventionieren. Mit welchen Strategien wollen die etablierten westlichen Automobilhersteller den Umstieg auf die Elektromobilität schaffen? Hier sind einige der wichtigsten Ansätze. Investitionen in Forschung und Entwicklung. Um ihre Technologie zu verbessern und wettbewerbsfähig zu werden, investieren sie massiv in Forschung und Entwicklung. Beispielsweise in Batterietechnologie, Antriebssysteme und Software, eingehend von Allianzen.
Wir haben es an Konzernen wie Nokia oder Aqua gesehen. Jeder Transformationsprozess birgt ein existenzgefährdendes Risiko. Um Kosten und Risiken zu teilen, gehen die Automobilhersteller Allianzen mit anderen Unternehmen ein. Dies können andere Automobilhersteller, Technologiefirmen oder Batteriehersteller sein. Das Spektrum der Synergien umfasst die gemeinsame Entwicklung von Technologien, Plattformen oder die Nutzung gemeinsamer Produktionsanlagen. Beispiele sind die Kooperationen von BMW und Toyota oder Ford und Volkswagen. Neue Produktionsanlagen. Um die Produktion von Elektrofahrzeugen zu skalieren, bauen viele Hersteller neue Produktionsanlagen oder rüsten bestehende Werke um. Dies hilft, die Produktionskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Das erhöhte Produktionsvolumen senkt die Kosten pro Fahrzeug. Fokussierung auf profitable Segmente. Die Hersteller konzentrieren sich auf profitable Segmente wie Premiumfahrzeuge oder SUVs. Die höheren Gewinnmargen helfen ihnen bei notwendigen Investitionen. Förderung der Infrastruktur. Um den Kunden den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu erleichtern, investieren einige Automobilhersteller in die Ladeinfrastruktur. Dies umfasst den Aufbau von Ladenetzwerken und die Kooperation mit Energieunternehmen. Anpassung der Markteinführungsstrategien. Hersteller passen ihre Markteinführungsstrategien an, um sich besser auf die Elektromobilität auszurichten. Dies kann durch aggressive Marketingkampagnen, attraktive Finanzierungsangebote oder eine stärkere Fokussierung auf umweltbewusste Konsumenten geschehen. Der Wettbewerb im Bereich der Elektromobilität ist intensiv. Akteure wie Tesla und chinesische Hersteller erhöhen den Druck. Dies erfordert zusätzliche Investitionen, um wettbewerbsfähig zu werden. Lieferkettenprobleme können ebenfalls die Produktion und die Kostenstruktur beeinflussen. Kosten und Verfügbarkeit von Rohstoffen, insbesondere von Batteriematerialien wie Lithium, Kobalt und Nickel, sind volatil. Auch wenn sie vor erheblichen finanziellen Herausforderungen stehen, verfügen die westlichen Automobilhersteller über die erforderliche Liquidität, um den Übergang zur Elektromobilität zu bewältigen. Dabei verfolgt jeder Hersteller seine eigene Strategie, die auf seinen Stärken, Marktpositionen und langfristigen Zielen basiert. Während einige auf eigene Technologien und Plattformen setzen, nutzen andere Partnerschaften und Allianzen, um die Herausforderung der Elektromobilität zu meistern. Unterschiede gibt es auch in der Produktpalette, der Flexibilität der Fahrzeugarchitektur und den Investitionen in die Infrastruktur. Die Wahl der Strategie hängt von den individuellen Umständen und der Vision des jeweiligen Unternehmens ab. So hat Volkswagen die modulare Elektroantriebsplattform MEB entwickelt. Sie dient als Basis für zahlreiche Modelle der Marken VW, Audi, Seat und Škoda. Dies ermöglicht eine effiziente Produktion und Kostensenkung. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Kosten zu senken, investiert Volkswagen massiv in den Aufbau eigener Batteriefabriken in Europa. VW hat eine eigene Elektromarke, die ID.Familie, ins Leben gerufen, um eine breite Palette von Elektrofahrzeugen anzubieten, die auf der MEB-Plattform basieren. BMW dagegen setzt auf eine flexible Fahrzeugarchitektur, die sowohl für Verbrennungs-, Hybrid- als auch Elektroantriebe geeignet ist. Diese Flexibilität ermöglicht es, kurzfristig auf die Marktnachfrage reagieren zu können. Mit der i-Serie, zum Beispiel i3, i8, iX, hat auch BMW eine eigene Elektrofahrzeugmarke etabliert und erweitert kontinuierlich sein Angebot an vollelektrischen und Plug-in-Hybrid-Modellen. Mercedes investiert in die Umrüstung bestehender Werke und den Bau neuer Produktionsanlagen für Elektrofahrzeuge und Batterien. Außerdem verfolgt man eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, die neben der Elektromobilität auch die Reduktion des CO2-Ausschusses
in der Produktion und den Einsatz von recycelten Materialien umfasst. Mercedes-Benz hat die Marke EQ ins Leben gerufen, die sich auf Elektrofahrzeuge konzentriert. Modelle wie der EQC, EQA und EQS sind Teil dieser Strategie. Ford hat eine Allianz mit Volkswagen geschlossen, um die MEB-Plattform zu nutzen und gemeinsam Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Dabei setzt Ford auf die Elektrifizierung bekannter Modelle wie dem Mustang Mach-E oder den Capri. In den USA investiert Ford massiv in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge, einschließlich neuer Werke und Modernisierung bestehender Anlagen. Wie Volkswagen investiert auch GM in die Eigenproduktion von Batterien. Dazu hat man eine Partnerschaft mit LG Chem geschlossen. Gemeinsam wurde das Ultium-Batteriesystem entwickelt, das für eine Vielzahl von Fahrzeugen vom Kleinwagen bis zum SUV und Pickup genutzt werden kann. Die Tatsache, dass westliche Hersteller aufgrund der Notwendigkeit, die Umstellung ihres Produktportfolios aus Fahrzeugverkäufen zu finanzieren, unter finanziellem Druck stehen, könnte tatsächlich ein Vorteil sein. Denn sie fördert Effizienz, Marktanpassungsfähigkeit und nachhaltige Geschäftsmodelle. Chinesische Hersteller profitieren derzeit von hohen staatlichen Subventionen. Jedoch müssen sie langfristig ihre Abhängigkeit davon reduzieren, um nachhaltig erfolgreich zu werden. Die USA haben als Reaktion auf die chinesische Subventionspolitik ihre Zölle auf chinesische Produkte erhöht. Der Importzoll auf Elektroautos stieg auf etwa 100%. Laut Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, seien die chinesischen Subventionen zwar durchaus schwierig, aber sie bezweifle, dass Importzölle das richtige Instrument seien. 3 von 4 deutschen Autos gehen in den Export und wir befürchten natürlich Rückstoßeffekte, die den Zugang zum chinesischen Markt erschweren, den wir für den Hochlauf von Elektromobilität brauchen. Auch die deutsche Bundesregierung hoffte, dass sich die Strafzölle noch abwenden lassen. Dennoch verhängte die EU-Kommission mit Wirkung zum 5. Juli 2024 vorläufige Strafzölle auf aus China importierte Elektroautos. Diese können nun, abhängig von Hersteller und Kooperationsbereitschaft, um bis zu 38% teurer werden. Die Schutzzölle sollen dazu beitragen, die europäischen Automobilhersteller vor unlauterem Wettbewerb zu schützen. Dies soll den heimischen Herstellern mehr Raum geben, ihre Elektrofahrzeugprogramme zu entwickeln und zu skalieren. Die Einführung von Schutzzöllen bringt Nachteile mit sich, denn sie werden den Druck auf die europäischen Hersteller verringern, effizient und innovativ zu sein. Darum könnten sie die langfristige Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Außerdem werden die Zölle zu höheren Preisen für importierte chinesische Fahrzeuge führen. Dies schränkt die Auswahlmöglichkeiten und die Erschwinglichkeit für die europäischen Verbraucher ein. Die bestehenden Handelskonflikte zwischen der EU und China könnten sich verschärfen. China könnte Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, die den Export europäischer Produkte nach China beeinträchtigen. Zunächst hat man sich in Peking nur dazu entschlossen, bei der WTO Klage gegen die von der EU erhobenen Schutzzölle einzureichen. Wie wäre es, keine Handelsbarrieren für in China produzierte Fahrzeuge einzuführen und darauf zu setzen, dass der steigende Fahrzeugabsatz den chinesischen Staat finanziell ausbluten lässt? Die potenziellen Vorteile wären, dass chinesische Fahrzeuge zu niedrigeren Preisen auf den europäischen Markt kommen. Die Verbraucher hätten eine größere Auswahl an erschwinglichen Elektrofahrzeugen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, wären europäische Hersteller gezwungen, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und innovativere Produkte anzubieten.
Erschwingliche chinesische Elektrofahrzeuge könnten die Verbreitung von EVs in Europa beschleunigen. Die EU würde ihre Umweltziele schneller erreichen. Da ungewiss ist, ob der steigende Absatz chinesischer Fahrzeuge den chinesischen Staat tatsächlich finanziell ausbluten lassen würde, ist diese Strategie potenziell sehr riskant. Möglicherweise kann China die Subventionen länger aufrechterhalten als kalkuliert. Dies würde zu einer Schwächung der europäischen Industrie führen, Abhängigkeiten schaffen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Fazit: Nur wenige chinesische Automobilhersteller haben das Potenzial, auf dem europäischen Markt erfolgreich zu sein. Ihre Stärken liegen in den Bereichen Kosten, Technologie und Batterieproduktion. Allerdings müssen sie Herausforderungen wie das Markenimage, die Qualitätssicherung und den Aufbau eines starken Vertriebsnetzes bewältigen. Die etablierten Automobilhersteller haben aus den in der Vergangenheit gemachten Fehlern gelernt und entwickeln inzwischen konkurrenzfähige Produkte. Weil sie eng mit chinesischen Partnern kooperieren, werden Marken wie Mini oder Smart ebenfalls von den Schutzzöllen betroffen sein. Die neuen Schutzzölle bergen negative Auswirkungen für chinesische und europäische Hersteller. Die Preise für Verbraucher werden steigen. Sie stellen ein Risiko für potenzielle Handelskonflikte dar. Wie denkst du über die Entwicklung auf dem Markt für Elektrofahrzeuge? Sind die Schutzzölle sinnvoll? Schreib deine Meinung doch in die Kommentare. Hat dir mein Beitrag gefallen? Wenn ja, dann lass doch ein Like da und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Vielen Dank für dein Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Compass.